allererste Aufgabe, die ich bekommen habe, war Entwicklung einer Action. Für mich bedeutete viel Research und das passiert nicht nur durch Internet. So, als erste habe ich viele verschiedene Action Figures von verschiedenen Modellen, also Brands und so bestellt und musste ich aber viele davon auch wirklich auseinander machen und kaputt machen. Das war auch ein bisschen traurig, weil viele meiner Kollegen sind auch Collectors und das war irgendwie, ja, die sind immer zu mir gekommen, bitte mach das nicht kaputt. Und ich meinte, ich muss sehen, wie diesen Joint hier funktioniert. Und die interessante Sache über Action Figures ist eigentlich, okay, ich hatte keine Erfahrung zum Thema Action Figures. Okay, ich war ein Senior Character Artist in Hamburg. Ich habe als Freelance Artist in Online-Game oder Videogames gearbeitet, Charaktere erstellt und so. Und die Arbeit sieht ganz ähnlich aus, weil, muss ich sagen, auch hier beim Action Figures oder bei Projekten, die Maya macht, die Collectible Statues, über 95% von der Arbeit schaffen wir und machen wir im digitalen Raum, machen wir nicht traditionell per Hand. Wenn ihr solche Sachen seht hier im Workshop, die sind nur als Konzept. Die Kernarbeit von uns passiert immer in ZBrush, Maya, im Computer. So, die Herausforderung oder keine Ahnung, die tricky Sachen ist, du kannst eine Figur im digitalen Raum erstellen. Okay. Die Figur hat ein paar Articulation, hat Gelenke. Du kannst die bewegen und im digitalen Raum wahrscheinlich die funktionieren. Aber die Frage ist, diese Figur später kommt in realen Welt. Und die Frage ist, funktioniert da auch so gut? Im Collectible Statue, wenn man diese Details bis zum Ende fertig macht, diese Ausarbeitung, dann schickt diese Datei, sozusagen die vorbereitete Datei, zum Factory in China. Und die kümmern sich um die nächste, bis zum Paintmaster. Aber hier beim Action Figures, wenn Details zu Ende ist, beginnt man erstmal mit einem anderen Prozess. Und das heißt die Articulation und Joints. Ja, ab jetzt arbeite ich wie ein Ingenieur. Ich muss aufpassen auf diese Funktionen alles. Und Details, wie diese Joints funktioniert, wie diese zwei zum Beispiel Materialien interagieren. Zum Glück konnte ich auch die Fertigkeiten benutzen, dass ich von meinem Architekturkurs im Kunsthighschool mitgebracht habe. Ja, manchmal denkt man, warum die Leute sind so begeistert und sammeln Action Figures. Und das ist ein ganz eigenes Gefühl, muss ich sagen. Weil viele das nicht machen, vielleicht verstehen nicht warum. Und das ist eine Frage. Warum manche Leute sind so crazy über diese Sachen und sammeln sich. Wenn man zum Beispiel ins Kino geht oder eine Filme anschaut oder eine Comicbook liest oder solche Sachen. Man begegnet sich immer Helden, Anti-Helden und vielleicht man weiß ja nicht, aber nach einer Weile man fühlt sich ganz nah zu diesem Charaktere. Es gibt Charaktere in Geschichte von Action Figures, zum Beispiel G.I. Joe, dass eine Generation von Kindern sind einfach groß geworden mit diesem Charakter. Und manchmal, das war nicht nur ein Spielzeug, die haben Fantasien gemacht. Manche von diesen Kindern haben zum Beispiel ihre Väter im Krieg verloren oder keine Ahnung, oder eine traurige Geschichte. Und diese G.I. Joe war ein einfach nicht kompletter Ersatz, aber war eine Support, eine Unterstützung für diesen Kind. Wenn diese Kinder groß werden, also älter werden, das bleibt immer im Kopf. Und das ist nicht nur ein Spielzeug. Viele davon sind einfach eine besondere Objekte, die haben tiefe Einflüsse auf diese Leute. Und die sind mit Herzen dabei.
Und wenn du zum Beispiel redest über Bud Spencer und Terence Hill, die sind nicht nur zwei Spielzeuge. Die Leute haben diese Filme geguckt, jahrelang. Die haben gute Erinnerungen an diese Filme. Die haben tolle Momente mit Familie, mit Freunden. Manche, die sind nicht da, manche, die sind immer noch da. Ja, die können diese Erfahrungen einfach teilen, immer noch. Und die gucken immer noch die Filme, was sie als Kind zusammen geguckt haben. Das ist nicht nur ein Spielzeug. Wenn jemand schreibt zu mir zum Beispiel über Terence Hill, du merkst von diesen Sätze, das ist nicht nur, hey, das ist eine schöne Skulptur. Der sagt, oh Gott, ich habe endlich diese Terence Hill. Ich habe endlich diese Bud Spencer. Das ist ein anderes Gefühl. Ich glaube, das ist nicht nur ein Spielzeug.